Hallo, hier ist Muho aus Osaka mit seinem Moralomat. Und was sagt er heute? Die Jugend ist unwiderleglich der Anfang vom Ende. Das macht Sinn. Im heutigen Video soll es um einen Kommentar gehen. Da werde ich gebeten, ein Zitat vom Kodo Sawaki zu erklären. Vom Kodo Sawaki habe ich verschiedene Bücher übersetzt. Das waren die ersten beiden, An dich und Zen ist die Lüge aller Zeiten. Es gibt noch ein drittes von mir, Jeder Tag ist ein guter Tag. Das habe ich allerdings leider nicht hier bei Hand. Und es gibt auch andere Bücher von Kodo Sawaki von anderen Übersetzern. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Zitat, das im heutigen Video behandelt wird, von mir stammt. Es klingt aber zumindest so wie ein typisches Kodo Sawaki Zitat, das von mir übersetzt sein könnte. Ich lese den Kommentar erstmal vor, aber vielleicht kurz als Vorbemerkung. Nur weil ich Kodo Sawaki übersetzt habe, bedeutet das nicht, dass ich sein offizieller Pressevertreter bin. Ich fühle mich eigentlich nicht zuständig dafür, jedes Zitat von Kodo Sawaki zu erklären, sondern meine Hoffnung ist immer, ich freue mich, wenn ihr die Bücher von Kodo Sawaki gerne lest, aber wenn da etwas ist, was ihr nicht versteht, macht euch doch selbst erstmal Gedanken darüber, beziehungsweise stellt euch diesen Sätzen, die irgendwie bei euch vielleicht auch Widerstand hervorrufen. Oft sind das die wichtigsten. Und anstatt dann gleich zu Muho zu gehen und sagen, kannst du erstmal irgendwie erklären, sitzt damit, würde ich sagen. Aber genug der Vorrede, ich lese mal vor. Hallo Muho, kannst du bitte dies von Kodo Sawaki kommentieren oder deine Erfahrung damit mitteilen? Ich persönlich versuche dies umzusetzen, aber ertappe mich oft dabei, dass ich Angst bekomme. Danke im Voraus. Und jetzt das Zitat, um das es geht. Du unterscheidest zwischen dem, was du magst, und dem, was du nicht magst. Was du nicht magst, dem läufst du davon. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Kommentarschreiber hier einen Satz weglässt. Für mein Gefühl sollte Kodo Sawaki erstmal sagen, die Dinge, die du magst, denen läufst du hinterher, und den anderen Dingen, die du nicht magst, denen läufst du davon. Aber geschenkt. Deine Illusionen sind wie ein Versteckspiel. Also genau genommen, den Dingen, die wir mögen, denen laufen wir hinterher, das ist so wie wir fangen. Wir wollen die Fänger sein, aber oft sind die Dinge, die wir haben wollen, das Geld, die Frauen, die Glücksmomente, die Gipfelerfahrung, die Kenshos, die Satoris, die sind immer ein bisschen schneller. Die laufen uns immer weg. Und bei den Dingen, die wir nicht so gerne mögen, Altern, Krankheit, Tod, enttäuschte Liebe, Angst, was auch immer, da versuchen wir uns zu verstecken, aber wir werden immer wieder gefunden. Wie ein Versteckspiel, sagt Sawaki. Und wenn ich sage, mach Pause vom Spiel, meine ich genau das. Hör auf, Punkte zu sammeln. Gelassen und unerschrocken zu leben bedeutet, mit diesem Versteckspiel aufzuhören. Und Sawaki sagt im Grunde hier dasselbe. Hör auf, Fangen zu spielen, hör auf, Verstecken zu spielen mit deinem Leben. Selbst inmitten des Leidens darfst du nicht auf etwas Besseres hoffen. Also radikale Akzeptanz. Versuche nicht, das Leiden zu verringern, ihm davon zu laufen oder etwas anderem hinterher zu laufen. Das bedeutet wahre Gelassenheit. Mir ist jetzt nicht so ganz klar, was hier noch erklärt werden müsste. Denn das ist ja das, was ich immer wieder erklärt habe, mit den verschiedensten Metaphern, beziehungsweise Sawaki in einem Zitat, das ich hier gerade bei der Hand habe, das ist tatsächlich von mir übersetzt und das findet man in dem Buch
an dich hier, ne? In meinem ersten von Kodo Sawaki übersetzten Buch. Da verwendet er die Metapher einer in einer Falle gefangenen Maus, die strampelt. Er schreibt: Die Kinder haben eine Maus gefangen. Jetzt zappelt sie in der Falle. Sie haben ihren Spaß daran, wie die Maus sich die Nase blutig reibt und den Schwanz zerreißt. Am Ende werfen sie der Katze zum Fraß vor. Steckte ich an der Stelle der Maus in der Falle, würde ich sagen: Ihr verdammten Menschen werdet keinen Spaß an mir haben, und säße einfach in Sazen. Ich glaube, hier meint Sawaki dasselbe, ne? Es gibt viele Dinge im Leben, die du nicht ändern kannst. Zum Beispiel deine Nachbarn oder die Vergangenheit, ne? Manche Dinge musst du akzeptieren. Und ich habe ja auch immer wieder über die Schmerzen beim Sazen gesprochen. Wie gelingt es einem, von diesen Schmerzen befreit zu werden? Ein einfacher Weg wäre, einfach die Beine zu strecken, immer wenn es dir weh tut. Aber das hilft immer nur für den Moment. Ein anderer Weg ist einfach, mit den Schmerzen zu sitzen, sich von den Schmerzen verschlucken zu lassen, habe ich immer wieder gesagt, ne? Lass dich von den Schmerzen schlucken. Eine andere Metapher, die ich verwendet habe, ist das Sterben auf dem Kissen. Insofern kann ich auch verstehen, dass der Kommentarschreiber sagt, mir macht das Angst. Es ging ja in den letzten Wochen auch um die Frage, kann man Sesshin auch alleine machen? Und das ist letztlich auch die Frage, wieso kann ich nicht auch einfach bei mir im Zimmer sitzen und da auf dem Kissen sterben? Geht das auch? Theoretisch schon, ne? Aber wenn man eine Sangha hat, die Unterstützung der Sangha, und alle Mitglieder der Sangha sind sich im Grunde einig, dass sie bereit sind, alles zu geben. Und dadurch helfen sie den anderen, aber es hilft ihnen ebenfalls, weil sie wissen, die anderen sind auch bereit, hier alles zu geben auf dem Kissen, ne? Ohne diese Hilfe der Sangha kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist, ne, diese Angst zu überwinden. Wenn du aber weißt, da ist eine Sangha, die ist für mich da, das kann helfen, mit dieser Angst umzugehen. Denn natürlich am Ende des Tages, ne, du willst nicht sterben. Du willst nicht sterben, du willst nicht durch dieses berühmte Nadelöhr. Aber eine Sangha von Menschen, die denselben Weg mit dir gehen wollen, kann dir dabei helfen. Oder wenn es wirklich schlimme, schwere, tiefsitzende psychische Ursachen hat, ne, Panikattacken, kann es natürlich auch sein, dass vielleicht Zen zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben gar nicht das Richtige für dich ist. Das habe ich ja auch immer wieder gesagt, dass Zen kein Ersatz ist für eine Therapie und ein Zen-Lehrer ist kein Ersatz für einen Therapeuten, ne? Also wenn das wirklich eine Angst ist, die tief sitzt und die du vielleicht erstmal im Lichte einer Psychotherapie beleuchten solltest, ne, dann würde ich dir das auf alle Fälle empfehlen, bevor du ganz allein in deinem Zimmerchen saßt, ne? Ich lese mir jetzt den Kodo Sawaki durch und ich sitze jetzt, ne, wie die Maus in der Falle und lasse mich da zu Tode quälen oder quäle mich selber zu Tode, ne? Darum geht es nicht. Eine andere Sache, die auch immer wieder angesprochen wurde, die ich vielleicht jetzt auch noch sage, ne? Also natürlich bedeutet radikale Akzeptanz nicht, dass man gar nichts ändert in seinem Leben. Es gibt Dinge, die du ändern kannst, ne, die du ändern solltest, aber du musst immer beginnen mit der Akzeptanz der Situation, so wie sie heute ist. Das bedeutet nicht, dass du morgen alles genauso machen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst. Aber du solltest zumindest auch mal lernen, dich auch auf den Standpunkt der anderen zu stellen, ne? Und am Ende des Tages, ne, also ich bin kein Christ, aber für mich das Beispiel von Jesus am Kreuz,
das ist etwas, wo ich eben auch sage, da können wir alle lernen von. Ne? Wobei Jesus auch jemand ist, der deutlich gegen Ungerechtigkeit vorgegangen ist. Ne? Aber frag dich mal, ne, ob es wirklich immer du bist, der diskriminiert wird. Ne? Und jetzt beziehe ich mich natürlich nicht mehr auf den heutigen Kommentar, sondern um das, worum es vor ein paar Tagen ging. Ne? Wir haben immer das Gefühl, dass wir die Opfer sind, die Diskriminierten. Ne? Aber eine Sache ist, sich zu fragen, was könnten die anderen tun, damit es mir besser geht? Und das ist eine ganze Menge. Eine andere Sache ist, sich zu fragen, was könnte ich vielleicht tun, ne? Damit es mir besser geht und damit es auch den anderen besser geht. Ne? Und manchmal ist Akzeptanz der erste Schritt dazu, ne? Zu einem Leben, das schöner ist. Ne? Okay, Dankeschön für die Frage, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Tschüss.